Hallo Leute, heute hier in Cham, am Theorie Campus Cham besser gesagt, und den möchte ich euch heute mal ein bisschen vorstellen. Und zwar die meisten, die den Theorie Campus Cham kennen, kennen das Studium. Und zwar hier gibt es verschiedene Studiengänge. Einmal den Mechatronik Digitale Produktion Bachelor, den Mechatronic Cyber Physical Systems Master und demnächst soll ein Künstliche Intelligenz Master auch noch bei uns kommen. Und das, was die meisten nicht sehen, das ist der zweite Teil des Theorie Campus Cham, und zwar ist die Forschung. Und da haben wir ein paar sehr interessante Forschungsfelder, die ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Ein Forschungsfeld ist die sogenannte Robotik und hier im Speziellen die sogenannte kollaborative Robotik. Und die kollaborative Robotik bedeutet, man kann sozusagen Hand in Hand mit dem Roboter an einem Arbeitsplatz zusammenarbeiten, was in der Vergangenheit ja nur mit Schutzzäunen und so weiter der Fall war. Ebenso werden bei uns Roboter auch selbst entwickelt, selbst zusammengebaut, jetzt wie wir es hier gerade sehen, dieser Roboter ist aus dem 3D-Drucker entstanden und ist dann sozusagen mit einzelnen Antrieben versehen worden. Und mit einer gewissen Steuerung hier drinnen hat man dann einen komplett neuen Roboter, der Aufgaben übernehmen kann. Wir haben hier zum Beispiel so ein Förderband. Und dieses Förderband fördert hier so Lego-Steinchen. Und diese Lego-Steinchen werden hier mit dieser Webcam, ganz einfach, ganz normale Webcam, die man per USB anschließen kann, werden ausgewertet, ob es jetzt sozusagen um welches Teil es sich handelt, welche Farbe es sich handelt, und werden dann entsprechend von irgendeiner Roboterkinematik aussortiert. Ein anderer Bereich, der sich auch in unserem Themenfeld Robotik wiederfindet, ist das sogenannte autonome Fahren. Und dieses autonomes Fahren oder Fahren wird mit so Plattformen sozusagen, die über batteriebetriebene Antriebe verfügen, und die müssen sich sozusagen im Raum, in der Umgebung orientieren und dementsprechend auch interagieren können. Und an dem wird hier auch geforscht. Ein weiteres Themenfeld ist die sogenannte additive Fertigung. Ja, additive Fertigung kennt vielleicht der eine oder andere vom klassischen FDM-Drucker, also diese Drucker, die hier so rumfahren, und wird bei uns hier am Campus Cham auf das nächste Level geholt. Und zwar Farbe zu drucken, andere Werkstoffe zu drucken, nicht nur Kunststoff zu drucken, sondern wie sieht es aus mit Holz zu drucken, Metall zu drucken. Hier flexible Werkstoffe, die unterschiedlichste dynamische Belastungen aushalten, oder sozusagen neue Konstruktionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das hier. Seht ihr das? Das sind sozusagen hier topologieoptimierte Strukturen, die sich sozusagen an biologische Ähnlichkeiten wie zum Beispiel vom Menschen, den Knochenverlauf hier so ähneln. Oder hier wie sowas. Das sind die Technologien, die sozusagen der Konstrukteur des 21. Jahrhunderts umsetzen muss. Oder zum Beispiel hier so Spaß, ein Fahrradsattel kann auch so konstruiert werden. Und gedruckt natürlich. Ja, und dann gibt es noch den dritten Schwerpunkt hier am Technologie Campus Cham. Das ist die sogenannte Automatisierungstechnik. Und diese Automatisierungstechnik schafft es, die Vernetzung dieser einzelnen Robotersysteme untereinander, sozusagen, dass sie sagt, du machst jetzt das und du machst jetzt das. Dafür ist die Automatisierungstechnik da. Und die geht auch noch einen Schritt weiter. Und zwar das Ganze nicht nur, wenn es physisch aufgebaut ist, untereinander kommunizieren zu lassen, nein, sondern auch schon virtuell in der Planung alles schon mal ablaufen zu lassen. Sozusagen Stichwort virtuelle Inbetriebnahme, Simulation. Das rundet dann dieses ganze Themenfeld Automatisierungstechnik ab. Ja, wenn euch jetzt das schon gefallen hat, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, dann lasst euch sagen, das ist nur die Spitze des Eisberges. Hier gibt es noch viele, viele weitere Themen, die hier erforscht und entdeckt werden können. Und wenn euch das schon mal gefallen hat und ihr wisst irgendwelche Themen, die ihr sagt, Mensch, hey, im Robotikbereich, das wäre doch eine interessante Sache, und ihr möchtet da mitarbeiten, dann schickt uns einfach eine Initiativbewerbung, entweder an mich, Alexander Stöger, oder ihr geht direkt auf die THD
Homepage. Da findet ihr ein Feld Initiativbewerbung und schickt da eure Bewerbung und die wird uns dann entsprechend weitergeleitet. Und ansonsten kann ich euch nur noch eine schöne Zeit wünschen. Macht's gut da draußen. Tschüss und auf Wiederschauen. Euer Alexander, wie hier immer von Technologie Campus in Cham. Tschüss.